Gut, hallo zusammen. Heute möchte ich euch den Silvercrest Multiport Schnellkochtopf SSM 1000 vorstellen. Diesen habe ich kürzlich in Frankreich erworben, jedoch ist er auch in Deutschland im Lidl Shop erhältlich. Also ich werde euch da ein bisschen was kochen, was ich dann schon gemacht habe. Stelle ihn euch mal ganz kurz vor und dass ihr seht, was man mitmachen kann. Es ist ähnlich wie ein Schnellkochtopf, ein großer. Die Stufen sind voreingestellt, das ist zum Beispiel schon ein Vorteil. Man muss nicht daneben stehen und das Ding schaltet sich automatisch ab. Also diese ganze Kochstufen, was er dann hat, sind alle getimed, die schalten automatisch ab. Gut, kommen wir mal kurz zum Gerät. Hier sind die wichtigsten Merkmale des Schnellkochtopfs. Leistung hat er 1000 Watt. Er hat 12 voreingestellte Kochprogramme. Er hat ein Fassungsvermögen von 5,6 Liter. All-in-One-Lösung für schnelles und effizientes Kochen. Funktionen: Schnellkochen, Dampfgaren, Reiskochen, Schongaren, Anbraten, warm halten und sogar Joghurt herstellen. Einfache Handhabung über das Bedienelement mit LED-Display, Druck- und Modusanzeige. Timerfunktion für zeitversetztes Kochen. Druckbegrenzungsventil und Sicherheitsverschluss. Integrierte Deckelablage im Griff. Druckbegrenzungsventil und Sicherheitsverschluss. Zum Zubehör gehören ein herausnehmbarer 5,6 Liter Edelstahltopf, ein Messbecher, ein Reislöffel, ein Suppellöffel, eine Kondenswasserschale und ein Dampfeinsatz. Alle abnehmbaren Teile sind auch Spülmaschinen geeignet. Mit seiner automatischen Abschaltfunktion und den voreingestellten Kochprogrammen ist er einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar. Kommen wir noch kurz zu der Maße. Hauptgerät 33 x 31 x 34,5 cm. Gewicht inklusive Deckel 5,7 Kilogramm. Gewicht Kochtopf alleine hat er ungefähr 680 Gramm und Gewicht Dampfgareinsatz 92 Gramm. Ich persönlich bin äußerst zufrieden mit diesem Schnellkochtopf. Er ist benutzerfreundlich und ermöglicht das einfache Zubereiten verschiedener Gerichte. So, und jetzt werde ich euch noch ein bisschen was vorkochen, damit ihr auch seht, was man so alles mitmachen kann. Und ich finde das Gerät klasse, deswegen habe ich euch das vorgestellt. Ich habe zwar noch zwei Schnellkochtöpfe, ja, der eine ist so, der andere so. Man muss das halt ein bisschen abwägen. Aber das ist hier eigentlich die sicherste Methode, was schnell einzuwecken, einzumachen, einzukochen. Ist ein super Teil. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Video. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und tschüss. Da müsst ihr gucken, dass die Ventile allen in Ordnung sind, dass das geht, dass alles fest ist, die Dichtung. Ist ja jetzt alles neu, aber man kann ja auch ruhig mal die Schraube hier festziehen. Ja, das ist wichtig. Das wird manchmal vergessen. Schraubenzieher geholt, da probieren wir mal, ob das auch alles fest ist. Ja, ist fest. Also. Und daher ist alles in Ordnung. Der Deckel, der kommt immer so drauf, wie der Pfeil ist. Und dann müsst ihr den nach rechts drehen. Jetzt ist er verschlossen. Wenn ihr ihn öffnen wollt, müsst ihr da reindrücken und nach rechts drehen. Das sieht man dann auch hier. So, jetzt ist er verschlossen. Also habt ihr auch gehört, wenn er auf ist, dann gibt das Gerät Piepston von sich. So, und jetzt gehen wir hier auf Gemüse. Ist das? Das zeigt jetzt 10 Minuten an. Das lassen wir dann einmal so. Gucken wir mal, ob die Maiskolben in 10 Minuten fertig sind. Ich glaube, der Kochtopf schafft das nicht in 10 Minuten. So, dann müsst ihr hier einschalten. Und schon geht's los. 10 Minuten. Der heizt jetzt das hoch. Da warten wir mal ab, was passiert. Also hier könnt ihr auch die Zeit wählen, hoch und runter. Aber die Zeit ist Ihnen schon vorgegeben. Also hier Start drücke. Und dann muss er sich erst hochheizen. Und da kommt ein Piepston, wenn er hochgeheizt ist. Und dann geht die eigentliche Zeit, die 10 Minuten los. Gucke, dass das immer gut verschlossen ist hier. Und da kann nichts passieren. So, da haben wir noch einen roter Knopf. Der ist am Anfang ganz unten. Wenn der nach oben ist, dann ist es eigentlich fertig. Also er dampft jetzt schon. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, bis er dann hochgefahren ist. Hier sieht man das Ventil, wo die Abluft rauskommt. Und neben dran der rote kann man entdampfen. Wir haben so viel Wasser reingemacht, dass sie gerade so bedeckt waren. Und das hat dann 10 Minuten gekocht. Und dann
gibt das einen Piepston, dann ist es fertig. Dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis es abgedampft ist, oder ihr drückt dann hier den Entdampfungsknopf auf. Also wir haben das jetzt nicht gemacht. Es ist das erste Mal, dass wir den Topf haben. Ich muss auch noch alles ausprobieren. Also hier sollte man normal ein bisschen den Dampf ablassen. Aber vorsichtig, besser mit der Gabel hinfahren und draufdrücken wie mit der Hand. Weil hier kommt heiße Luft raus. Immer vorsichtig sein. So schön bekommt das im Wasser nicht. Wir haben ja auch schon probiert. Schmeckt hammerlecker. Also viel besser, wie man es ganz normal im Wasser abkocht. Also es ist ein Multikocher und gleichzeitig ein Dampfkochtopf. Man kann auch Gläser abkochen. Könnt ihr mal bei mir in die Videos gucken. Da koche ich auch Wurst ab und alles mögliche. Und das kann man halt hier auch im Topf machen. Für 3-4 Gläser reicht es. Kann man das auch machen. Was ich noch dazu sagen wollte, der hat eine manuelle Abschaltung. Wenn es euch mal zu lang dauert, könnt ihr auch hingehen hier manuell abschalten. Aber normalerweise läuft die Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, war es jetzt hier. Also hier drücken wir dann Gemüse, das sind 10 Minuten, das reicht für die Maiskolbe. Dann drücken wir hier drauf, das ist zum Anschalten. Und wenn man dann vorher schon stoppen will, kann man hier auch dann stoppen. Hier ist eine extra Taste noch, das ist für Eier abzukochen. Nur die Eier rein, 250 ml Wasser rein, da kann man auch Eier kochen. Geht alles ganz automatisch, man kann auch Joghurt drin machen. Einfach Milch reinschütten und auf Joghurt und basta und schon hast du dein Joghurt. So, eins habe ich noch abgekocht und eingeweckt im Glas. Für Kartoffeln müsst ihr das Gestell nehmen, das dabei ist. Dann drückt er hier auf Gemüse und hier auf Dampfdruckstufe. Und wenn er da drauf drückt, geht es auf High. Das hat 2 Stufen. Eins ist Low und das andere ist High. Und dann auf Start hier. Und es dauert, Kartoffeln dauern 8 bis 9 Minuten. Also Kartoffeln 8 bis 9 Minuten. Da steht es nochmal. Mit 250 ml Flüssigkeit. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen mehr Flüssigkeit drin. Und gucke, wie lange es dauert. Natürlich muss der Topf ja immer erst hochheizen. Und wenn er hochgeheizt ist, dann zeigt er erst die Zeit an. Also jetzt heizt er hoch auf High. Haben wir ja eingestellt. Und wenn er hochgeheizt ist, zeigt er hier dann die Zeit an. Und dann geht es kochen los. Aber das dauert so 3 bis 4 Minuten, dann kocht das Ding schon. Also ich würde empfehlen, 15 Minuten, dann sind sie tipptopp. So, wir wollen heute nur Hackfleisch anbraten. Dafür müsst ihr hier auf Anbraten gehen. Bei uns steht es in Französisch, weil wir haben das in Frankreich gekauft. Bei euch steht es aber in Deutsch. Also anbraten. Und da könnt ihr schon das Fleisch drin machen. So, hört mal zu. Also das bratet jetzt schon. Das war jetzt so 2 Minuten. Dann bratet das. Er braucht aber auch keinen Deckel drauf zu machen. Das geht dann auch so. Also hier auf Anbraten. Einschalten hier. Und wie ihr seht, das geht super schnell, innerhalb von 2 Minuten. So, meine Frau macht jetzt noch das Würstchen dazu. So, wir haben noch ein bisschen Tomatensauce dabei gemacht, aus dem Päckchen. Und wie ihr seht, das brutschelt ruckzuck. Ein paar Kräuter, Gemüsekräuter. Und dann später machen wir den Deckel drauf. Mal verrühren. Gibt ein leckeres Hackfleischsößchen. Das geht wirklich super schnell mit dem Topf, muss ich sagen. Hackfleisch ungefähr 3-4 Minuten anbraten.
Das Söschen mache 2-3 Minuten und dann Deckel drauf und das ist schon gut. Ich mache jetzt mal einen Deckel drauf. So, ich habe es jetzt gestoppt, das Programm, also das Anbraten habe ich gestoppt. Bin jetzt auf Suppe gegangen und habe 21 Minuten eingestellt. Das kannst du hier einstellen, hoch und runter. Ja. Also hier stoppe, hier mit die Zeit hoch und runter und hier habe ich auf Suppe gestellt. Weil ich nicht genau gewusst habe, ob das Anbraten vom Hackfleisch dann automatisch so geht oder ich habe es jetzt mal lieber so gemacht. Müsst ihr ausprobieren. Aber das ist hier eigentlich die sicherste Methode, was schnell einzuwecken, einzumachen, einzukochen. Ist ein super Teil. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und tschüss.